Jetzt geht's weiter. Wir kommen wieder in den Bereich Nachhaltigkeit und wie sich diese Ziele erreichen lassen. Und zu uns wird jetzt Aljoscha Rix kommen. Aljoscha Rix ist von der Initiative GS1 Germany und die setzen sich eben ein für auch Standards, German Standards. Und die sind natürlich wichtig, um einfach zu messen, wie lassen sich Einsparungen machen, mit welchen Erfolgen und welchen Zielen. Ja, und wie auch die Technologien der PTV Logistics dazu beitragen. Wir freuen uns jetzt sehr, dass es jetzt um die Lean und Green Initiative geht und Aljoscha Rix wird uns das jetzt vorstellen. Morgen, Aljoscha, hi. Vielen Dank. So, das gehört dir. Bitte sehr. Wunderbar. Vielen Dank. Ja, auch herzlich willkommen von mir an der Stelle und vielen Dank für die Einladung von PTV Logistics, für die Möglichkeit, das Ganze hier nochmal vorzustellen und auch über Kooperation, Innovation und nachhaltige Logistik zu reden, weil ich glaube, das Thema betrifft uns alle, ist relevant und ja, sicherlich schon was gehört gestern, habe ich schon gesehen, da war auch ein guter Vortrag, war ich leider noch nicht vor Ort, deswegen hoffe ich, da sind jetzt nicht Überschneidungen drin, aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Erstmal vielleicht noch GS1 Germany, was machen wir überhaupt? Dem einen oder anderen werden wir geläufig sein, aber vielleicht auch nicht jedem, deswegen da vielleicht nochmal ein ganz kurzer Recap. Wir sind quasi, ja, die meisten kennen uns wegen dem Barcode, sage ich jetzt mal ganz, ganz platt, oder der GTIN-Nummer, der Global Trade Item-Nummer. Das ist mal so ein Wimmelbild, was wir alles machen. Wir sitzen in Köln, sind allerdings in, da irgendwo müsste die Zahl auch sein, genau, rund 115 anderen Ländern, Organisationen auch vertreten. Ja, genau, jedes Jahr oder täglich werden über 6 Millionen Barcodes gescannt. Da haben wir dann quasi immer unsere Finger im Spiel. Wir gehören, also eine Non-for-Profit-Organisation und gehören der Industrie und dem Handel. Vielleicht für den einen oder anderen hier auch eher das Feindbild, aber wir haben auf jeden Fall auch viele Logistikthemen bei uns mit an Bord. Genau, ich bin selber Manager im Supply Chain Management bei der GS1, befasse mich mit unterschiedlichen Supply Chain Themen, unter anderem Mehrwegsysteme am POS, genau, grüne Logistik, eine Initiative Lean and Green, die ich gleich noch vorstellen werde, aber auch sowas wie der digitale Lieferschein oder andere Digitalisierungsprojekte bei der GS1. Genau. Vielleicht erstmal noch mal kurz zum Recap Nachhaltigkeit. Warum ist das überhaupt so relevant? Ich glaube, Klimawandel ist uns allen geläufig, aber auch natürlich, wie sich das Ganze auf das Tagesgeschäft auswirkt und inwiefern das natürlich für die Logistik relevant ist. Wir haben ja Sektorziele von der Bundesregierung ausgewiesen und in der Regel oder beziehungsweise in den letzten Jahren haben die meisten Sektoren die Sektorziele erreicht. Leider nur Transportlogistik beziehungsweise die Emissionen aus dem Transport haben es leider noch nicht so ganz geschafft. Das ist natürlich den schwierigen Rahmenbedingungen, sage ich jetzt mal, ein bisschen geschuldet. Wissen wir alle, es hängt da an vielen unterschiedlichen Themen. Das heißt, man kann natürlich viel umsetzen wollen und möchte das, glaube ich, auch. Oder ich habe zumindest mit vielen Logistikern oder Logistikdienstleistern schon gesprochen, die definitiv bereit sind, da einiges zu machen. Allerdings, sage ich immer, wie soll man das machen, wenn halt die Rahmenbedingungen nicht stimmen? Vor allen Dingen würde ich da sagen, sind die Rahmenbedingungen, sage ich mal, Stichpunkt E-Mobilität, E-LKWs, vor allen Dingen halt A, die Ladeinfrastruktur und B, die Fördermittel. Dann haben wir natürlich noch diesen regulatorischen Wald bzw. die regulatorischen Anforderungen, die da immer noch dazukommen. Stichpunkt CO2-Maut, CSRD-Initiative bzw. Berichtspflicht, die, glaube ich, dem einen oder anderen hier dann auch schon mal Kopfschmerzen bereitet haben. Ich weiß jetzt nicht, wer schon berichten muss, aber es sind bestimmt ein paar dabei. Wir selber als GS1 müssen zumindest nächstes Jahr berichten über unsere CO2-Bilanz bzw. unsere Nachhaltigkeitsziele und dementsprechend ist das bei uns zwar auf einem kleineren Rahmen, aber definitiv auch bei uns ein Thema. Ja, komme ich zum nächsten Punkt, Kooperation. Das hatte ich ja ein bisschen im Vortragstitel angekündigt, beziehungsweise warum überhaupt Kooperation? Man kann natürlich sagen, okay, wir setzen alles einfach selber um. Wir befassen uns damit, vielleicht kann man irgendwo schon mal den einen oder anderen E-LKW auf die Bahn bringen oder beschäftigt sich mit anderen alternativen Antriebsarten wie HV100 oder sonstiges. Aber ich würde immer dafür appellieren, dass man gemeinsam wahrscheinlich schneller gute Ergebnisse erreicht, schneller auch
Erkenntnisse teilen kann, wo hat es gehapert, wo hat es nicht gehapert, ne, was sind jetzt Do's, was sind Don'ts und vor allen Dingen natürlich auch Skaleneffekte nutzen kann. Wenn man es gemeinsam macht, na, dann kann man mal ein Projekt gut auf die Straße bringen und ist nicht allein verantwortlich, ob es jetzt scheitert oder nicht scheitert, beziehungsweise kann sich dann natürlich sowohl die Vorteile als auch die Kosten bzw. die Hürden teilen. Ressourcenbündelung, Reduktion, ich glaube, das ist ja auch schon ein Thema gewesen, ist natürlich logisch, Leerfahrten vermeiden. Wir haben jetzt viel mit Händlern und viel mit Herstellern zu tun, da ist das natürlich auch ein großer Thema, aber Logistikdienstleister sind natürlich immer der Leidtragende teilweise bei den unterschiedlichen Initiativen oder die da umgesetzt werden aber trotzdem in meinen Augen einer der wichtigsten Partner da einfach, weil der Handel wünscht sich immer viel, die Industrie wünscht sich immer viel und wer muss das dann im Nachhinein umsetzen? Das sind dann meistens die Dienstleister, die dann vor vollendete Tatsachen gestellt werden und ich glaube, da ist es umso wichtiger, dass wir einfach schauen, dass wir Innovationen umsetzen, Erkenntnisse teilen, genau Risiken identifizieren und vor allen Dingen natürlich auch die gesetzlichen Anforderungen verstehen und umsetzen. Und natürlich nicht zuletzt einfach Netzwerke schaffen. So etwas wie heute ist natürlich auch ein super Event, wo man sich einfach austauschen kann, wo man Erkenntnisse teilen kann. Und sowas haben wir uns auch als GS1 auf die Karte geschrieben, dass wir einfach schauen, okay, wir bringen Leute miteinander in Verbindung und genau, dass einfach Netzwerke geschaffen werden und Erfahrungen geteilt werden. Ich habe hier schon mal die Zeit geschaut, ich bin ein bisschen schwer dran, deswegen gehe ich jetzt mal auf die Detailthemen nicht genauer ein. Die kriegen Sie aber gerne auch noch im Nachgang zugestellt, die Präsentation. Also das heißt, können wir auch gerne im Nachgang nochmal drüber sprechen. Genau, was kann man überhaupt machen? Ich denke mal, damit haben Sie sich auch überall beschäftigt oder haben Sie sich schon mit beschäftigt. Ich sage mal, es fängt klein an, einfach von der Fahrerseite, dass man Fahrer incentiviert, Fahrerschulungen macht. Was ist spritsparendes Fahren, wie kann man das umsetzen? Das geht natürlich über Energie, Lagerlogistik, dass man natürlich mit Grünstrom arbeitet, beziehungsweise selber Grünstrom herstellt, Beschaffung, Lieferung und natürlich der ganz große Faktor Fahrzeuge, Anpassung der Fuhrparkzusammensetzung, Optimierung der Auslastung, Leerfahrten vermeiden, aber natürlich da in dem Zusammenhang auch ein ganz großer Faktor E-Mobilität oder alternative Antriebe. Genau. Und da komme ich jetzt auch schon zum nächsten Punkt, nämlich unserer Lean and Green Initiative. Die steht genau unter dem Stern. Das heißt 100% Kollaboration, 0% Emission ist unser Ziel, unser erklärtes Ziel. Wir sind eine Initiative aus unterschiedlichen Ländern auch aktiv. Also das heißt, wir sind mittlerweile in 17 Ländern aktiv. In Deutschland organisiert das die GS1 Germany. Andere Länderorganisationen machen das auch von uns, also GS1 Spain beispielsweise oder Luxemburg und Niederlande. Genau, aber wir sind da auf jeden Fall international unterwegs, europäisch natürlich auch und haben jetzt hier in Deutschland beispielsweise auch schon einige große Teilnehmer mit an Bord, viele Logistiker natürlich auch, einige Hersteller, vor allen Dingen auch einige Händler, die mit dabei sind und genau, wir schauen halt einfach, dass wir da alle beteiligten Parteien zusammenbringen, dass wir einfach die Erkenntnisse teilen und ja genau, tu Gutes und sprich drüber, hat mir mal ein Professor gesagt. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Wir prüfen nämlich, damit wir vielleicht mal ganz kurz sehen, was das überhaupt ist, was machen wir. Wir haben unterschiedliche Ziele ausgewiesen, sage ich jetzt mal, also das heißt unterschiedliche Reduktionsziele für die Emissionen. Wir sprechen da auch immer von direkten Emissionen, also das heißt keine Kompensation, sondern wirklich nur Reduktion ist bei uns das Ziel. Kompensiert werden ist zwar definitiv nicht schlecht, also besser als nichts zu machen, sage ich immer, aber trotzdem muss man natürlich schauen, dass man da auch die konkreten Reduktionen im Ziel hat. Also das heißt, wir auditieren das Ganze nicht selber, sondern das macht die SGS, Institut Fresenius für uns, früher hat es der TÜV gemacht, also da haben wir einen Auditpartner mit an Bord und im Endeffekt organisieren wir halt darum herum entsprechende Veranstaltungen, Preisverleihungen, zum Beispiel auf der Supply Chain CX, die im Oktober ist, haben wir auch wieder einen kleinen Part und werden da unter anderem BLG Logistics, ich weiß nicht, ob die heute hier sind, aber und Mars beispielsweise mit dem nächsten Lean and Green Star auszeichnen. Genau, kann man halt weiterschreiten. Wir haben uns da aufs Ziel gesetzt, natürlich die Null-Emissionspolitik, das heißt nach den Pariser Klimazielen entsprechend 0% Emissionen zu haben und
Ja, das ist natürlich ein langer Weg. Wir merken halt auch, dass es da viele Hürden gibt, aber auch viel, was Hoffnung macht, finde ich. Weil zum Beispiel wann war es, im Juni, glaube ich, in Möckmühl bei Kaufland hatten wir den Future Day zusammen oder von der Schwarz-Gruppe, wo auch viele Logistiker oder Logistikdienstleister da waren. Fokus war da ganz klar auf den alternativen Antrieben, konnte man mal mitfahren mit den LKWs. Ich fand es auch ganz spannend zu sehen, dass da dann schon tatsächlich die ersten von Mercedes gezeigt wurden, die dann doch eine Reichweite von bis zu 700 Kilometern haben sollten. Das ist natürlich immer eine Frage, wie es dann wirklich im Realen aussieht. Aber genau, es war auf jeden Fall spannend, das zu sehen und ich glaube, da liegt definitiv die Zukunft drin. Und deswegen, genau, lade ich da gerne auch ein, falls Sie Interesse daran haben, gerne auf mich zukommen oder nochmal im Nachgang vielleicht per Mail sich auszutauschen. Wie gesagt, die SGS übernimmt die Prüfung. Wir richten dann unterschiedliche Aktionstage aus, Veranstaltungen, wo wir das Ganze dann auszeichnen. Genau, tu Gutes und rede drüber, das war der Startpunkt. Genau, das zu Lean and Green. Dann haben wir als GS1 noch ein weiteres cooles Projekt, was ich euch auch gerne noch vorstellen wollen würde, nämlich Cloud4Lock, einen digitalen Lieferschein. Das ist eine Initiative von uns und der BVL. Genau, Cloud4Lock, digitaler Lieferschein. Das ist quasi eine Cloud für die Logistik, sage ich jetzt mal. Also das heißt, der digitale Lieferschein, wir kennen es alle, wie oft man dann doch wieder ein Papierformat in der Hand hat, mehrere Medienbrüche auf dem Weg, dann muss er wieder ausgedruckt werden, wieder quittiert werden, entsprechend, ja, irgendwo ineffizient, würde ich sagen, vor allen Dingen in einer Zeit, wo wir vieles digital haben, dass das immer noch entsprechend in Papierform ausgestellt wird. Ja, kann man darüber diskutieren, aber ich würde sagen, da ist es definitiv gut, dass man eine digitale Lösung hat. Wie gesagt, funktioniert wie eine Cloud für die Lieferscheine. Das heißt, der Versender, also es gibt immer 3 Rollen, die entsprechend abgebildet werden müssen in einem Lieferschein oder bei dem Cloud4Lock-Konzept. Das ist der Versender, der Logistikdienstleister und der Empfänger. Versender lädt quasi den initialen Lieferschein hoch. Und sobald das einmal quittiert wurde am Warenausgang, ist er dann für alle Parteien ersichtlich in der Lieferkette. Das heißt, sowohl der Spediteur, der Logistikdienstleister als auch der Empfänger sieht dann, was hochgeladen wurde. Wir haben auch die Möglichkeit, da direkt Änderungen vorzunehmen, falls notwendig, beispielsweise ein Ladungsträgertausch oder ähnliches. Falls jetzt ein defekter Ladungsträger angeliefert wurde, kann man es direkt in Live quasi in der Anwendung ändern, sodass dann auch der Dienstleister bzw. der Empfänger direkt sieht, dass dort entsprechend ein Ladungsträgertausch vorgenommen wurde. Genau, dann haben wir den Logistikdienstleister in der Mitte, der kann entsprechend auch Touren planen über die Anwendung und dann halt den Empfänger. Bei der Empfängerseite am Wareneingang kann entsprechend dann Unterlieferungen oder Änderungen in der Ware, falls Bruchware dabei ist oder ähnliches, auch in Echtzeit angegeben werden. Entsprechende Fotos können hochgeladen werden und direkt im Lieferschein angehangen werden. Das Ganze bleibt dann bis zu 12 Tage bei uns auf der Plattform drauf, kann sich dann natürlich heruntergeladen werden zu Archivierungszwecken. Der Fahrer haben wir explizit ausgenommen, sage ich jetzt mal, in diesem Prozess. Der braucht lediglich ein internetfähiges Smartphone, sage ich jetzt mal. Also das heißt, wir arbeiten da mit QR-Codes am Warenein- und Warenausgang. Die würde der Fahrer sich abscannen, kriegt dann den Lieferschein in seine Wallet, also Apple oder Android Wallet, die Standardprozesse abgespeichert, ist auch rechtlich alles abgesichert. Also das heißt, bei etwaigen Kontrollen reicht das vollkommen aus, wenn er das in dieser digitalen Form vorliegen hat. Und genau, der wird halt via QR-Code entsprechend weitergeleitet und kann dann auch am Wareneingang auch wieder via QR-Code eingecheckt werden. Ganze Unterschriften etc. werden auch in Live hochgeladen, akzeptiert und sind für alle Parteien in der Lieferkette gleichzeitig ersichtlich. Genau, 130 registrierte Unternehmen haben wir aktuell. Wie so oft der Handel ist ein bisschen das Nadelöhr mal wieder. Also Industrie und Spediteure sind da schon fleißig am Mitarbeiten. Genau, handelseitig haben wir jetzt DM aktuell, die das sehr, sehr stark pushen und ich glaube fast auf allen Zentrallagern entsprechend schon eine Umstellung gemacht haben. Wie gesagt, wir haben das zusammen mit der BVL in die Wege geleitet und ja genau, hier nochmal so eine kleine Übersicht, wer dabei ist. Genau, DM, Penny, Rewe, DHL, Fiege, einige größere Logistiker und einige größere Hersteller. Und bisher ist das Feedback durchweg positiv, also es ist einfach deutlich einfacher, keine Papierhandling mehr und ja, genau, das
wäre es soweit auch schon von meiner Seite, falls Sie da Interesse dran haben, nochmal drüber zu sprechen, über den digitalen Lieferschein. Ich kann Ihnen gerne auch gleich mal eine kurze Demo zeigen, falls Sie Lust haben, wie es dann aussieht. Also wir haben ein Basic Frontend, haben natürlich auch eine offene Schnittstellenanbindung, dass es entsprechend dann an alle Systeme, die vor Ort genutzt werden, angeschlossen werden kann. Aber zum Starten haben wir auch ein Basic Frontend, was entsprechend browserbasiert ist und wo dann vielleicht mal ein paar Piloten oder einzelne Supply Chains abgebildet werden können. Genau, und dann kennen wahrscheinlich auch noch ein paar hier. Bedanke ich mich einmal fürs Zuhören und nochmal vielen Dank an PTV Logistics. Dankeschön, Aljoscha. Vielen herzlichen Dank. Bleibst du noch ganz kurz? Ja, klar, gerne. Das ist nämlich super schnell. Achso, ich hatte die Zeit da oben gesehen und habe... Macht nix. Also ich weiß nicht, passt alles. Da stand jetzt 20 Minuten, ich habe mich auch gewundert, aber... Hat super geklappt, hat super geklappt. Genau, also es war schnell. Gibt es noch Fragen? Ich habe... Ansonsten, ich hab so bisschen, wir probieren es. Also, du hast jetzt viele Logistikunternehmen gezeigt, ihr habt natürlich den internationalen Überblick, ihr habt auch ein Auge darauf, wie sich da alles entwickelt. Also, wie genau unterstützt ihr die eigentlich dabei und habt ihr da auch wirklich messbare Erfolge? Das ging jetzt, glaube ich, ein bisschen schnell über die Folien drüber. Ja, genau. Also wir haben ja die unterschiedlichen Zertifizierungsschritte. Also das heißt, mit dem Lean and Green First Star sind es beispielsweise 20% Reduktion in Transport- und Logistikprozessen. Wir haben den Fokus auch wirklich nur auf die Transport- und Logistikprozesse gelegt. Also das heißt, alle anderen Emissionen sind da erstmal ausgeklammert, weil ich denke, das ist halt ein spezifisches Feld, wo es auch noch viel Potenziale gibt. Deswegen haben wir da wirklich nur die Transport- und Logistikprozesse eingeklammert. Es gibt definitiv Erfolge. Also wie gesagt, viele Logistikdienstleister, die dabei sind, schaffen es dann natürlich im ersten Schritt über diese Incentivierung von Fahrern, beispielsweise Routenoptimierung, da einfach diese Prozessoptimierungen durchzusetzen. Lagerlogistik ist natürlich auch ein großes Thema. Da wird vor allen Dingen mit Solar- bzw. grüner Energieversorgung einfach gearbeitet und nach immer mehr im Kommen. Es sind halt die alternativen Antriebe. Elektromobilität, ein bisschen schleppend, muss man sagen. Da hängt natürlich vieles an den Rahmenbedingungen. Aber da haben beispielsweise jetzt zum Beispiel vielversprechend Kaufland und Mars eine Kooperation gestartet, weil ich meine, man kann natürlich Routenoptimierung beziehungsweise einfach eine gemeinsame Logistikplanung machen. Darüber hat man schon einiges, aber ich glaube, wenn man dann noch die E-Mobilität mit reinnimmt, hat man nochmal deutlich mehr Potenziale, weil dann hat man halt diese Ladeinfrastruktur, die beispielsweise im Kauflandwerk in Möckmühl haben sie da jetzt eine eigene Ladeinfrastruktur geschaffen, wo dann entsprechend auch alle Dienstleister, falls sie denn einen E-LKW haben, fahren, auch laden können und das gemeinsam halt mit Mars auf den Weg gebracht. Es sind unterschiedliche Stadien, in denen die Teilnehmer sind. Aber ja, die ersten haben jetzt auch schon die 45% Reduktion erreicht für die Transport- und Logistikprozesse. Das ging aber auch viel mit HVO 100, wird Ihnen auch allen geläufig sein. Also das ist natürlich auch ein Thema, was einige Einsparpotenziale hat. Da wird zwar ab und zu immer mal so ein bisschen dieser Plate versus, also einfach die Debatte geführt, woher dann die entsprechenden Biomassen sind, die für diesen Kraftstoff verwendet werden. Aber grundsätzlich achten wir da natürlich auch darauf, dass das zertifizierte Quellen sind, also dass da natürlich auch nur tatsächliches Abfallmasse beispielsweise genutzt wird und keine Sojaplantagen beispielsweise in Übersee dafür. Jetzt hast du verschiedene Technologien, Maßnahmen angesprochen, auch Umsetzungsstrategien, Schlüsselkomponenten quasi auch zur CO2-Reduktion. Wenn du jetzt nochmal mehr in die visionäre Rolle gehst und bis 2045 soll Deutschland wirklich klimaneutral sein. Da haben wir nicht nur die CO2-Bepreisung und die Maßnahmen, die kommen über die Richtlinien, sondern es geht wirklich darum, wie treibt ihr dieses Ziel der wirklichen Klimaneutralität, das übersteigt ja auch nochmal die klaren Nachhaltigkeitsziele. Wie ist da eure Vision jetzt als GS1? Ja, also wie gesagt, wir haben uns da Kooperationen ziemlich auf die Fahne geschrieben. Also wir haben unterschiedliche Gremien bei der GS1, die sich natürlich auch sehr stark mit Nachhaltigkeit befassen. Jetzt zum Beispiel Lean and Green, einfach mit der Initiative versuchen wir einfach wirklich die Leute in den Austausch zu bringen. Also das ist jetzt da unsere primäre Rolle, wo wir uns drin sehen, weil klar, jedes Unternehmen hat seine eigene Klimastrategie, jeder hat da seinen eigenen Weg, den er irgendwo fährt.
aber wir versuchen dann halt, dass man halt einfach auch diese Erkenntnisse, die natürlich jedes Also auch Unternehmen Best sammelt, Practice weitertragen, genau, einfach vor Best allen Practices weitertragen. Also wir veranstalten halt entsprechende Webinare zu dem Thema, haben Aktionstage, wo entsprechend dann einfach Teilnehmer nochmal einladen bei sich in die Standorte, dass man sich das einfach live vor Ort anschauen kann, wie beispielsweise jetzt bei Kaufland beim Future Day oder BLG Lagerlogistik hat auch sein großes C3, ich weiß nicht, ob das jemand mitbekommen hat, das in Bremen vor 2 Jahren, glaube ich, eröffnet. Das konnten wir uns dann anschauen, wirklich mit innovativen Maßnahmen, also sehr, sehr viel Automatisierung, automatisierte Flurfahrzeuge, ja, und vor allen Dingen eine riesen PV-Anlage auf dem Dach. Ich glaube, es war kurzzeitig die größte in Deutschland. Dann hat die Metro, glaube ich, nochmal nachgezogen, nochmal ein größeres, ein größeres Lager gebaut. Aber genau, das sind so die Sachen, die wir uns anschauen, ne, dass man einfach zusammenkommt, sich das live auch in der Farbe anschauen kann und einfach mit den Leuten spricht, die dafür verantwortlich sind. Super. Noch Fragen von euch? Gerne sonst auch im Nachgang. Genau. Dann haben wir jetzt nämlich noch eine weitere Kaffeepause. Ihr seid herzlich eingeladen, euch auch nochmal am Frühstücksbuffet zu bedienen, das noch reichlich vorhanden ist. Und wir würden uns dann hier um 11 Uhr wiedersehen für die CEO Update Vision Keynote. Hier am PTV Logistic Days. Vielen herzlichen Dank. So, vielen Dank. Danke dir.